Hallo, sei gegrüßt. Heute könnte es, ein etwas kürzeres Video werden, wenn die Antworten von ASK Studio so ausfallen, wie ich mir das denke. Heute will ich nämlich mal etwas gezielter darauf eingehen, in diese Analytics, wo jeder hier raufklicken kann, wenn er bei Videos drin ist. Jedes einzelne Video kannst du analysieren lassen. Wenn du hier raufklickst, Analytics, und dann erscheint ja hier Aufrufe. Wenn es ein älteres Video steht da hier in der Mitte Aufrufe der letzten 28 Tage, ne? So wird es ja gehandhabt. Oder ist es noch ein jüngeres Video, dann seit Veröffentlichung. Und ich möchte mal jetzt genau wissen, wie sich diese Rubrik Aufrufe verhält. Was verstehen wir darunter? Fragen wir einfach, ne? So, hier habe ich mal die Frage vorbereitet. Hallo ASK, was kann ich unter der Kategorie Aufrufe in den Video Analytics verstehen? In YouTube Analytics ist die Kategorie Aufrufe, Views, weit mehr als nur eine einfache Zahl. Sie ist ein entscheidender Indikator dafür, wie oft deine Inhalte von echten Menschen konsumiert wurden. Aha, von echten. Hier ist eine Übersicht, was du in dieser Kategorie verstehen kannst. Was zählt als Aufruf? Es spart mir wieder eine Zwischenfrage höchstwahrscheinlich. YouTube zählt einen Aufruf, wenn ein Nutzer die Wiedergabe eines Videos bewusst startet und es für eine gewisse Zeit ansieht. Dabei geht es um hochwertige Interaktionen. Das System filtert automatisierte Zugriffe, also Boots oder manipulierte Wiedergaben, zum Beispiel das gleichzeitige Laden eines Videos in vielen Tabs, ja, okay, manche Tricks ohne Ende, um selbst das Video hochzukriegen, glaube ich, ne, heraus, um faire Daten für dich und Werbetreibende zu gewährleisten. Na gut. Die verschiedenen Aufrufe, Berichte. Je nachdem, wo du ins Studio schaust, findest du unterschiedliche Perspektiven auf deine Aufrufzahlen. Ja. Auf Kanalebene, Tab-Inhalte. Hier siehst du die Gesamtzahl der gültigen Aufrufe für alle deine Formate. Videos, Shorts, Livestreams. Ja, da bin ich jetzt auch, glaube ich, drauf sogar. Du kannst hier auch sehen, wie sich deine Aufrufe auf neue, gelegentliche und regelmäßige Zuschauer verteilen. Ja, genau, wenn man hier ein bisschen runter scrollt, sollte man da nachher hinkommen. Das ist jetzt noch ein jüngeres, dann siehst du das nicht, aber du weißt es auch, wenn du bei ein bisschen anderen, älteren reingehst, hast du hier immer neue Zuschauer, Stammzuschauer, also Abo-Zuschauer, ne, und. Das kennst du ja, aber wir wollen wissen, das ist wichtig. Hier wird also auf Video-Ebene Tab Reichweite. Hier wird analysiert, wie die Aufrufe zustande kamen. Das ist besonders spannend, weil du siehst, welche Trafficquellen, zum Beispiel YouTube-Suche, vorgeschlagene Videos oder externe Links die meisten Zuschauer bringen. Ja genau, das steht ja auch unten, ne, wenn das Video schon ein paar Tage älter ist. Ne, das ist ja noch nicht so alt hier. Impressionen und Aufrufe. Ein wichtiger Teil dieser Kategorie ist das Verhältnis zwischen Impressionen, wie oft ein Thumbnail angezeigt wurde, und die Klickrate. Gut. Da gehe ich jetzt noch nicht drauf ein, weil das gehört jetzt nicht unbedingt zu diesem Thema. Das werde ich aber auch noch behandeln, Impressionen in einem anderen Video, ne? Besonderheiten bei Formaten. Shorts. Hier wird zwischen Aufrufen, gültigen Wiedergaben im Feed und dem Messwert bis zum Ende angesehen unterschieden. Das stimmt. Wenn du bei Shorts hier rechts nachher unten kannst du dann eine Skala, eine Rubrik sehen, ne? Von bis. Also man sagt, wenn bis 60-70% voll angesehen worden ist ein Short okay, ne? Dann funktioniert das. Besonderheiten bei Formaten Shorts, ne? Auf ungültige Wiedergabe bis zum Ende, anstatt sofort wegzuwischen. So, einzelne Nutzer. Dieser Wert schätzt
die tatsächliche Anzahl der Personen, die deine Videos gesehen haben. Wenn sich ein treuer Fan dein Video dreimal ansieht, zählt das als 3 Aufrufe, aber nur als ein einzelner Nutzer. Genau, das wird nachher in diesem Diagramm hier oben näher nochmal speziell angezeigt. Das kennst du bestimmt auch. Zusammenfassung. Wenn du dir deine Zahlen ansiehst, achte nicht nur auf die reine Höhe der Aufrufe, das wäre jetzt hier, ne? Die Kombination aus Aufrufen und durchschnittlichen Wiedergabedauern verrät dir am besten, ob deine Videos nicht nur geklickt, sondern auch mit Interesse verfolgt wurden. So jetzt, gut, soweit erstmal alles klar, ne? Jetzt stelle ich mal noch eine Zwischenfrage. So, hier habe ich mal die Frage. Zählt es auch als Aufruf, wenn ein Zuschauer den Mauszeiger auf dem Video ruhen lässt und es dadurch abgespielt wird? Der Zuschauer hat das ja dann eigentlich nicht angeklickt, kann es aber trotzdem ansehen. Sie antwortet: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Sehen wir auch so, oder? Die kürzeste Antwort lautet ja, das kann als Aufruf zählen, aber es gibt dabei wichtige Details. Ja, das wäre ja so einfach das Leben, ne? Seit YouTube die Funktion Abspielen in Feeds Inline-Wiedergabe eingeführt hat, bei der Videos automatisch stumm geschaltet starten, wenn man auf die Startseite darüber scrollt oder den Mauszeiger darauf ruhen lässt, hat sich die Zählweise etwas angepasst. Okay, die Stummschaltung kennst du auch, ne? Dann klickt man, wenn die jetzt stumm ist auf der Startseite, ne? Hier oben ist ja dann der Lautsprecher mit X, ne? Dann klickst du darauf. Zählt das schon als Start? Wann wird das als Aufruf gezählt? Gut. Die 10-Sekunden-Regel. Alles hat Regeln, ne? Damit ein solches stilles Abspielen in den Analytics als Aufruf gewertet wird, muss der Zuschauer das Video in der Regel mindestens 10 Sekunden lang inline angesehen haben. Aha. Ein kurzes Drüberhuschen oder nur 2 bis 3 Sekunden kurzes Hängenbleiben zählt also nicht. Wenn der Zuschauer während dieser Inline-Wiedergabe den Ton einschaltet, jetzt kommen wir doch dahin, ne? Zählt dies sofort als bewusste Entscheidung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Aufruf gewertet wird. Ja gut, ne, dann kann man suggerieren, ich will doch was hören, ne, wenn ich schon mal nur drüber wische. Was bedeutet das für deine Analytics? Wiedergabezeit, Watchtime. Die Zeit, die Zuschauer im Feed verbringen, wird ganz normal auf deine gesamte Wiedergabezeit angerechnet. Aha, ja gut, das gehört zum anderen Video. Klickrate. Da der Zuschauer das Video nicht anklickt, um es auf der eigentlichen Videoseite zu öffnen, kann diese Funktion deine Klickrate, Impression, Klicks, blabla, rein rechnerisch etwas beeinflussen. YouTube versucht jedoch, dies in den internen Systemen so zu gewichten, dass dir kein Nachteil entsteht. Also bis jetzt habe ich noch nicht viel verstanden von meiner Frage, du. Untertitel sind wichtig. Da diese Wiedergaben meist stumm geschaltet starten, sind automatische oder selbst hochgeladene Untertitel extrem wertvoll. Wenn die Leute sehen, worum es geht, bleiben sie eher länger als 10 Sekunden hängen und du bekommst deinen Aufruf. Ach so, hast du das jetzt auch so verstanden? Also bei diesen Wisch drauf, so wie hier, ne, würde das jetzt auf der Startseite ja laufen. Hier oben hättest du noch Stummschaltung. Wenn hier unten jetzt Untertitel laufen, bei den meisten laufen die Untertitel durch, gut, bleibt man ja automatisch länger drauf. Ist ja klar, weil man kann ja mitlesen, auch wenn man die jetzt hier raufklickt. Wenn man raufklickt, zählt es ja schon eher, ne, als wenn man das nur so macht und dann ohne. Wenn man jetzt aber diese Untertitel laufen lassen hat, bleibt man eher bewusst länger als 10 Sekunden drauf. Der Zuschauer weiß das nicht, aber wir wissen das ja jetzt, ne? Und schon, ich sage einfach mal jetzt ein bisschen dezent zurückhaltender, könnte das auch als Aufruf gewertet werden. Das war für mich eine große Frage eigentlich. Also, ne, Untertitel, ne, aktivieren.
Zusammenfassend, auch wenn der Zuschauer nicht aktiv auf das Thumbnail geklickt hat, ja, hat er ja nicht, das war ja meine Zwischenfrage, wertet YouTube ein längeres Verweilen über 10 Sekunden, so, das machen wir jetzt fest für uns, oder? Das machen wir jetzt einfach mal fest, als bewusstes Interesse. Es ist für dich als Creator also eine tolle Chance, Zuschauer schon auf der Startseite zu fesseln, noch bevor sie überhaupt richtig eingeschaltet haben. Zuerst kommt natürlich wieder eine Frage, die ja jetzt dich als Creator betreffen würde. So, ich fasse mal kurz zusammen. Haben wir das jetzt richtig verstanden? Also ein Aufruf zählt klar, wenn auf der Startseite angeklickt wird. Ist ein Aufruf, Fakt. Da brauchen wir gar nicht mehr überlegen. Das Problem bestand bloß auf der Startseite, das kennst du ja auch. Ne? Das machst du bestimmt auch selbst. Ich mache das 90%, bevor ich ein Video anklicke. Außer hier, ich lese dann noch die Untertitel. Auf Deutsch ist ja klar, die reden ja dann sogar auf Deutsch, weil den aktiviere ich. Gut, das zählt bei ihm ja auch schon dann nach 3, 4, 5 Sekunden als Aufruf, ne? Wenn ich so richtig zurückdenke, du kannst ja gerne zurückspulen. Wenn nämlich der Lautsprecher aktiviert wird, zählt YouTube das schon als ein höheres Interesse, als wenn du nur hier drauf wischst jetzt. Also da stand ja auch 2 bis 3 Sekunden. Ne? Also ich sage jetzt mal pauschal 5 Sekunden. Dann hören wir das. Läuft noch ein Untertitel mit? Gut, stört es manchmal schon wieder irgendwo. Bloß kommst du im Video dann an einen Punkt. Ich war schon mal ziemlich dann bis hier einfach auf der Startseite. Es ist immer noch auf der Startseite. Ich habe diesen Creator noch gar nicht angeklickt. Und dann kommt für mich eine Fragestellung. Wie war das jetzt gemeint? Welche Reaktion der Zuschauer gibt es? Und dann klicke ich manchmal sogar das Video erst an, um zu sehen, wie wurde jetzt kommentiert. Also das kennst du von dir bestimmt auch. Also Zusammenfassung. Wie gesagt, ne? Wir haben die Chance, einen Aufruf zu bekommen, auch auf der Startseite schon, wenn wir es geschickt anstellen. Ein gutes Thumbnail. Also das ist immer für meine ASK-Reihe mein Thumbnail. Außer hier unten ändert sich das Schlagwort. Ne? Und da kommt der Titel und die Beschreibung. Dann hast du natürlich auch, wie ich das auch immer mache, und der Titel aktiviert. Wir werden immer schlauer, wir kleinen Creator. Pass auf, wir werden alle aufsteigen. Gut, das war jetzt, glaube ich, ein kurzes Video. Ich quatsch länger, als das Video überhaupt Inhalt bietet. Aber ist egal, muss jetzt beidenken irgendwo. Ne? Ich versuche immer so gut wie möglich zu erklären. Ja, wie ein guter Lehrer. Nein, ich bin kein Lehrer. Du kannst abschalten, wann du willst. Ist klar, ist gut. So, wenn du Lust hast, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ne? Bis dann. Tschüss.